Willkommen zu den Übungsgesprächen auf Deutsch. Bist du bereit, dein Deutsch zu üben und fließender zu werden? Lass uns anfangen. Hallo, ich bin Anna. Wie heißt du? Hallo Anna, ich bin Tom. Schön, dich kennenzulernen. Schön, dich auch kennenzulernen, Tom. Kommst du von hier? Nein, ich komme nicht von hier. Ich besuche diese Stadt für ein paar Tage. Ich komme aus einer kleinen Stadt, die etwa 2 Stunden entfernt ist. Oh, das ist interessant. Ich wohne in dieser Stadt. Ich kann dir helfen, falls du Wegbeschreibungen brauchst. Das wäre großartig. Ich versuche, das Stadtmuseum zu finden. Weißt du, wo es ist? Ja, das weiß ich. Das Stadtmuseum ist nicht weit von hier. Du kannst den Bus nehmen, um dorthin zu gelangen. Ich bin dann im richtigen Bus. Ich hoffe nur, dass ich nicht verloren gehe. Keine Sorge, ich kann dir mit den Wegbeschreibungen helfen. An welcher Haltestelle musst du aussteigen? Ich muss an der Haltestelle Museum aussteigen. Ich habe gehört, dass es in der Nähe des Parks ist. Das ist richtig. Die Haltestelle Museum liegt direkt neben dem Park. Du musst nur ein paar Haltestellen zählen. Super! Wie viele Haltestellen muss ich zählen? Du musst 3 Haltestellen zählen. Wenn der Bus das Einkaufszentrum verlässt, hält er an der Bibliothek, dann am Park und schließlich am Museum. Ich werde die Haltestellen sorgfältig zählen. Danke für deine Hilfe. Gern geschehen. Es ist schön, einem Besucher zu helfen. Also, Anna, was machst du in dieser Stadt? Ich arbeite als Lehrerin an einer örtlichen Schule. Ich unterrichte Deutsch für Kinder. Und du, Tom, was machst du in deiner Stadt? Ich arbeite in einer kleinen Bäckerei. Ich helfe beim Backen von Brot und Kuchen. Ich liebe das Backen. Das klingt wunderbar. Ich genieße es, frisches Brot und Kuchen zu essen. Ja, frisches Brot ist das Beste. Ich stehe jeden Tag früh auf, um zu backen. Es ist harte Arbeit, aber ich liebe es. Das bewundere ich. Unterrichten ist auch harte Arbeit. Ich plane den Unterricht und helfe meinen Schülern, neue Wörter und Ideen zu lernen. Das stimmt, jeder Job hat seine Herausforderungen. Aber ich denke, es ist wichtig, das zu tun, was man liebt. Da stimme ich dir zu. Wenn man seine Arbeit liebt, fühlt es sich nicht wie Arbeit an. Es macht Spaß. Genau, ich sage meinen Freunden oft, dass das Backen gleichzeitig mein Hobby und mein Job ist. Das ist eine glückliche Situation. Manchmal wünschte ich, ich könnte meine Liebe zur Kunst mit dem Unterrichten verbinden. Kunst ist schön. Malst oder zeichnest du? Ich male in meiner Freizeit kleine Bilder. Das macht mich glücklich. Das ist sehr kreativ. Ich wünschte, ich könnte malen, aber ich bin darin nicht sehr gut. Das ist in Ordnung. Jeder hat unterschiedliche Talente. Vielleicht kannst du eines Tages Zeichnen ausprobieren. Ja, das könnte ich versuchen. Ich lerne gerne neue Dinge. Neues Lernen ist wichtig. Es macht das Leben interessant. Anna, weißt du, wie lange die Busfahrt zum Museum dauern wird? Ja, das weiß ich. Die Busfahrt dauert etwa 15 Minuten. Es hängt vom Verkehr ab, aber in der Regel ist es schnell. Das ist gut zu wissen. Ich habe etwas Zeit, um das Museum zu erkunden. Das Museum ist sehr interessant. Es gibt viele Gemälde, alte Artefakte und sogar ein Dinosaurier-Skelett. Wo? Ein Dinosaurier-Skelett? Das muss ich sehen. Ich liebe Dinosaurier. Du wirst es sehr genießen. Nach dem Museum kannst du auch im Park spazieren gehen oder ein Café besuchen. Das klingt nach einem perfekten Plan.
Danke für deine Vorschläge. Gern geschehen. Ich freue mich, einem Besucher zu helfen. Übrigens, hast du eine Karte der Busroute? Ja, ich habe eine kleine Karte in meiner Tasche. Ich kann sie dir zeigen, wenn du möchtest. Bitte zeig mir die Karte. Ich möchte sicherstellen, dass wir im richtigen Bus sind. Hier ist sie. Das ist die Karte der Stadtbuslinien. Lass mich sehen. Ja, ich sehe die Haltestelle Museum hier. Sie liegt auf der roten Linie. Das ist richtig. Ich habe den roten Bus von der Bahnhof genommen. Du bist dann im richtigen Bus. Bleib einfach bis zur Haltestelle Museum sitzen. Das werde ich. Danke nochmal für deine Hilfe. Kein Problem, Tom. Ich genieße es, mit dir zu reden. Es macht die Busfahrt interessanter. Ich empfinde das Gleiche. Es ist schön, neue Leute zu treffen, wenn man reist. Ja, jedes Gespräch ist eine Chance, etwas Neues zu lernen. Anna, hast du Empfehlungen für Dinge, die man im Museum sehen sollte? Ja, ich habe eine Empfehlung. Ich empfehle den Bereich für moderne Kunst. Die Gemälde sind sehr bunt und kreativ. Das klingt interessant. Ich mag moderne Kunst. Es gibt auch einen Geschichtsbereich mit alten Münzen und Werkzeugen. Er zeigt, wie die Menschen früher lebten. Ich liebe Geschichte. Ich werde auf jeden Fall auch diesen Bereich besuchen. Und vergiss nicht, das Dinosaurier-Skelett zu sehen. Es ist die größte Ausstellung im Museum. Ich werde es nicht vergessen. Ich bin sehr aufgeregt, es zu sehen. Du wirst eine tolle Zeit im Museum haben. Wenn du weitere Fragen hast, kannst du das Museumspersonal fragen. Sie sind sehr freundlich. Das werde ich mir merken. Danke für den Rat. Gern geschehen. Ich hoffe, du machst viele Fotos. Ich plane, viele Fotos zu machen. Das Museum und der Park sind sehr schön. Ja, das sind sie. Der Park hat viele Bäume und einen kleinen See. Es ist ein schöner Ort zum Entspannen. Ich werde den Park nach dem Museum besuchen. Ich möchte am See sitzen und die Aussicht genießen. Das ist eine gute Idee. Du kannst sogar ein kleines Picknick machen, wenn du Snacks mitbringst. Das könnte ich tun. Ich habe ein Sandwich und etwas Obst in meiner Tasche. Perfekt. Ein Picknick am See ist sehr entspannend. Anna, nutzt du oft den öffentlichen Nahverkehr? Ja, das tue ich. Ich nehme jeden Tag den Bus oder die Bahn zur Arbeit. Es ist einfach und günstig. Ich nutze in meiner Stadt nicht viel den öffentlichen Nahverkehr. Ich fahre meistens Fahrrad oder gehe zu Fuß. Das ist schön. Radfahren ist eine gute Übung. Ja, das ist es. Aber manchmal sind die Straßen ruhig und ich vermisse die Busfahrten. Busfahrten können Spaß machen. Man trifft neue Leute und sieht verschiedene Teile der Stadt. Ich stimme zu. Heute habe ich viele Dinge aus unserem Gespräch gelernt. Ich freue mich, mein Wissen zu teilen. Es macht die Fahrt interessanter. Anna, hast du ein Lieblingscafé in der Stadt? Ja, das habe ich. Es gibt ein kleines Café in der Nähe des Museums. Sie haben großartigen Kaffee und köstliche Gebäckstücke. Das klingt perfekt. Ich liebe Kaffee und Gebäck. Nach dem Museum kannst du das Café besuchen. Es ist ein guter Ort, um sich zu entspannen. Ich werde versuchen, dieses Café zu besuchen. Danke für die Empfehlung. Gern geschehen. Ich hoffe, du genießt deinen Ausflug. Ich bin mir sicher, dass ich das tun werde. Es ist schön, einen lokalen Freund wie dich zu haben. Ich bin froh, helfen zu können. Bitte sag mir Bescheid, wenn du weitere Fragen hast.
Das werde ich. Anna, wann öffnet das Museum? Das Museum öffnet um 10 Uhr und schließt um 17 Uhr. Es hat jeden Tag geöffnet. Das ist gut. Ich bin um 9:30 Uhr am Busbahnhof angekommen. Ich habe genug Zeit, um vor dem Mittagessen zu besuchen. Ja, du hast viel Zeit. Achte nur darauf, die Haltestellen zu zählen. Ich werde sorgfältig zählen. Ich möchte die Haltestelle Museum nicht verpassen. Keine Sorge, ich werde dich daran erinnern, wenn wir in der Nähe sind. Danke, Anna. Du bist sehr nett. Es ist mir ein Vergnügen. Ich genieße es, Besuchern zu helfen. Ich schätze deine Hilfe sehr. Es macht meine Reise einfacher. Ich freue mich, helfen zu können. Jeder Reisende braucht manchmal ein wenig Orientierung. Das ist wahr. Ich habe viel aus unserem Gespräch gelernt. Ich habe auch von dir gelernt. Es ist schön, Ideen auszutauschen. Ja, mit dir zu sprechen macht die Busfahrt unterhaltsam. Ich stimme zu. Ich hoffe, wir können noch mehr reden, bevor ich aussteige. Das hoffe ich auch. Anna, weißt du, ob es heute Veranstaltungen im Museum gibt? Ich bin mir nicht sicher, aber manchmal hat das Museum spezielle Ausstellungen oder Führungen. Du kannst an der Infotheke fragen, wenn du ankommst. Das ist eine gute Idee. Ich werde fragen, ob es eine spezielle Führung gibt. Ja, und sie haben vielleicht einen Führer, der sehr gut Deutsch spricht. Das wäre toll. Es hilft mir, neue Wörter zu lernen. Ich bin mir sicher, dass du das Museum genießen wirst. Es ist ein Ort des Lernens und des Spaßes. Ich liebe es, neue Dinge zu lernen. Museen sind meine Lieblingsorte zum Besuchen. Mir auch. Sie zeigen uns die Vergangenheit und inspirieren unsere Zukunft. Was magst du am meisten an deinem Job in der Bäckerei? Ich mag viele Dinge. Ich genieße den Geruch von frischem Brot und die glücklichen Gesichter meiner Kunden. Das klingt wunderbar. Ich liebe es, wenn meine Schüler lächeln, wenn sie etwas Neues lernen. Ja, ein glückliches Gesicht macht all die Arbeit wert. Backst du jeden Tag? Ja, ich backe jeden Tag. Ich mache Brot, Kuchen und manchmal Kekse. Es ist harte Arbeit, aber ich liebe es. Ich bewundere deine harte Arbeit. Backen erfordert Geduld und Geschick. Danke. Und Lernen erfordert Kreativität und Fürsorge. Ja, beide Berufe sind wichtig. Wir helfen beiden auf unterschiedliche Weise. Genau. Ich helfe meinen Schülern zu lernen und du hilfst deinen Kunden, gutes Essen zu genießen. Ich bin stolz, wenn meine Schüler ein neues Wort lesen oder ein Problem lösen. Und ich bin stolz, wenn ein Kunde sagt, dieses Brot ist köstlich. Das ist ein gutes Gefühl. Es macht unsere Arbeit bedeutungsvoll. Anna, hast du heute nach der Arbeit Pläne? Ja, ich plane, die Kunstgalerie zu besuchen. Es gibt eine neue Gemäldeausstellung. Das klingt interessant. Ich liebe auch Kunstgalerien. Du solltest die Galerie besuchen, wenn du Zeit hast. Sie ist in der Nähe des Parks. Ich werde versuchen, nach dem Museum dorthin zu gehen. Ich möchte die Gemälde sehen. Ich kann dir die Wegbeschreibung zur Galerie geben, wenn du sie brauchst. Das wäre sehr hilfreich. Danke, Anna. Gern geschehen. Ich teile gerne Informationen. Ich hoffe, du genießt sowohl das Museum als auch die Galerie. Ich bin mir sicher, dass ich das tun werde. Heute ist ein guter Tag zum Lernen und Erkunden. Ich fühle mich glücklich, dich in diesem Bus getroffen zu haben. Ich fühle mich auch glücklich. Unser Gespräch macht die Fahrt angenehm.
Ja, mit dir zu reden lässt die Zeit schnell vergehen. Ich stimme zu. Ich wünschte, mehr Leute würden im Bus reden. Es macht die Reise freundlicher. Anna, weißt du, ob das Museum einen Eintrittspreis hat? Ja, das Museum hat einen kleinen Eintrittspreis. Er liegt normalerweise bei etwa 5 Euro. Das ist sehr vernünftig. Ich werde etwas Bargeld mitbringen. Du kannst an der Ticketkasse bezahlen, wenn du ankommst. Das werde ich tun. Ich möchte auch ein kleines Souvenir kaufen, wenn ich kann. Souvenirs sind schön. Sie erinnern dich an deinen Besuch. Ja, ich sammle gerne kleine Dinge aus verschiedenen Orten. Das ist ein gutes Hobby. Ich kaufe manchmal Postkarten oder Schlüsselanhänger. Postkarten sind großartig. Sie zeigen die Schönheit der Stadt. Ja, und sie sind leicht an Freunde zu versenden. Ich werde im Museumsshop nach einer Postkarte suchen. Der Museumsshop hat viele interessante Artikel. Du wirst Spaß beim Stöbern haben. Ich freue mich darauf. Jedes kleine Detail macht die Reise besonders. Ich stimme zu. Es sind die kleinen Dinge, die das Leben schön machen. Tom, reist du oft? Ja, ich versuche ein paar Mal im Jahr zu reisen. Ich mag es, neue Städte zu besuchen und verschiedene Kulturen kennenzulernen. Das ist wunderbar. Ich reise manchmal am Wochenende. Ich besuche nahegelegene Städte oder gehe in die Berge. Ich liebe die Berge. Sie sind friedlich und ruhig. Ja, die Berge sind sehr entspannend. Ich mag auch das Meer. Der Klang der Wellen ist beruhigend. Ich war schon lange nicht mehr am Meer. Ich sollte bald einen Ausflug planen. Das solltest du tun. Jede Reise ist ein Abenteuer. Ich nehme immer meine Kamera mit. Das mache ich auch. Ich liebe es, Fotos von schönen Orten zu machen. Fotos helfen uns, die guten Zeiten zu erinnern. Ja, und sie zeigen unsere glücklichen Momente. Ich hoffe, du machst viele gute Fotos im Museum und im Park. Ich werde mein Bestes versuchen. Danke für all deine Hilfe heute. Gern geschehen, Tom. Ich freue mich, einem Mitreisenden zu helfen. Unser Gespräch hat meinen Tag besser gemacht. Ich fühle dasselbe. Mit dir zu sprechen ist ein Vergnügen. Ich hoffe, wir können uns eines Tages wiedersehen. Ja, das hoffe ich auch. Vielleicht besuche ich beim nächsten Mal deine Stadt. Das wäre schön. Ich kann dir meine Lieblingsorte zeigen. Das würde ich lieben. Bitte bleib in Kontakt. Das werde ich. Hier ist meine E-Mail-Adresse. Danke, Tom. Ich werde dir schreiben. Ich freue mich auf deine Nachricht. Anna, der Bus wird langsamer. Sind wir in der Nähe der Haltestelle Museum? Ja, wir sind fast da. Bitte mach dich bereit, auszusteigen. Ich werde mich an die Tür stellen. Vergiss nicht, deine Tasche und deine Karte mitzunehmen. Ich werde nicht vergessen. Danke, dass du mich daran erinnerst. Es war mir ein Vergnügen, mit dir auf dieser Busfahrt zu reden. Ja, ich habe unser Gespräch sehr genossen. Ich hoffe, du hast eine großartige Zeit im Museum und im Park. Danke, Anna. Ich schätze all deine Hilfe heute. Gern geschehen, Tom. Hab einen wundervollen Tag. Das werde ich. Auf Wiedersehen, Anna. Danke nochmal. Auf Wiedersehen, Tom. Gute Reise und genieße deinen Besuch. Großartige Arbeit. Möchtest du dein Deutsch üben und fließender werden? Bitte abonniere und aktiviere die Benachrichtigungsglocke, damit du keine unserer kostenlosen Übungsgespräche verpasst. Bis zum nächsten Video.